Hi, ich bin hier heute im wunderschönen Kiel bei Bumply, beim Enis. Servus, Hi, Enis. Markus. Freut mich, dass du hier bist. Freut mich, da hier sein zu dürfen. Wie läuft's? Gut, sehr gut. Kann ich klagen. Erzähl doch mal ganz kurz, was macht ihr bei Bumply? Welche Produkte verkauft ihr an welche Zielgruppe? Ja, wir sind Bumply, eine D2C-Marke aus Deutschland, sind im August 2019 gestartet und verkaufen Kinderprodukte. Ich habe begonnen mit einem eigenen erfundenen Produkt, eine patentierte Lösung für Nachtlichter. Das handelsübliche Nachtlichter komplett ersetzt, weil das Nachtlicht über jede handelsübliche Baby- und Kinderflasche gestülpt werden kann. Haben daraus eine E-Commerce-Marke gebaut namens Bumply und sind jetzt hier 4 Jahre später. Okay. Welche Kanäle benutzt ihr hauptsächlich, um die Produkte zu vermarkten? Facebook, Instagram, ganz wenig TikTok, Pinterest Organic, Facebook Organic und Organic auf TikTok 3-mal am Tag, Organic auf Instagram 3-mal am Tag und Organic auf Facebook 3-mal am Tag. Performance Marketing macht ihr in-house oder habt ihr eine Agentur? Machen wir komplett in-house. Ich bin der Media Buyer. Ich habe 3 Leute, die sich um die Content-Produktion kümmern. Ich habe eine Social Media Managerin, die sich um die Content-Planung für den Organic Post kümmern und ein eigenes Content Creation Team fürs Performance Marketing, wo wir dann Performance Ads bauen, die wir tatsächlich mit Hilfe eures Tools iterativ optimieren. Okay, wie sind eure Erfahrungen gewesen generell mit dem Reporting von der Ad-Performance nach iOS 14? Ja, das war krass, weil der Business Manager dir Zahlen gegeben hat, die nicht funktioniert hatten. Ich habe Lifetime damals noch benutzt, wo ich halt mir auf Tagesebene anschauen konnte, wie profitabel ich bin. Und wenn ich mir den ROAS auf Facebook angeschaut habe, mein Profit am Ende des Tages, hat es sich gepasst. Wie hat iOS 14 an sich euer Business beeinflusst, das Release davon? Blindflug, also du konntest ja gar nicht mehr wissen, welche Ad oder welche Kampagne profitabel war. Wir splitten unsere Kampagnen so auf im Business Manager auf, dass wir sie nach Kategorien aufsplitten: Lunchbox, Trinkflaschen, Nachtlicht, Edupop, Fernglas. Das sind so unsere Kategorien, die wir zum Beispiel haben, Toys, und erstellen dafür einzelne Anzeigengruppen und dafür einzelne Ads. Und den Business Manager allein nach dem iOS 14, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der irgendwie mehr als 1.000 Euro am Tag ausgibt, sich darauf noch verlassen möchte. Das wäre sehr gefährlich. Das wäre Geld verbrennen. Wie hat euch konkret Admetrics dabei geholfen, diese Probleme zu lösen? Ja, das Geile ist halt, wir nutzen Shopify und ihr seid eine, glaube ich, sehr gute Integration zu Shopify. Und das Geniale war einfach, dass ich mir den Profit, das heißt mein Contribution Margin 3, auf Anzeigenebene anschauen konnte. Ne? Das fand ich ziemlich beeindruckend und hatte ich auch so gesucht. Ich hatte Tracify auch genutzt und hatte da ROAS-Angaben, CPO-Angaben, aber solche Metriken haben mir gefehlt, weswegen ich dann halt für euch entschieden habe, weil ich so vollkommene Transparenz über mein Businessmodell hatte und genau wusste, welche Kategorie wie gut performt und wie profitabel ist. Und das ist ein Key meiner Meinung nach im E-Commerce und im Data-Driven Decision Making. Wie lange benutzt ihr jetzt Admetrics? Ich glaube, gute 4-5 Monate. Und, welche Funktionen machen konkret für dich den Unterschied? Was benutzt du am meisten? Eine Menge. Also auf jeden Fall die CM3-Analyse, die finde ich super wichtig. Die Predictions für den ROAS, wo man als nächstes skalieren kann, wo man als nächstes die Budgets shiften könnte. Die Landingpages, das heißt, ich kann mir meine einzelnen Landingpages anschauen und gucken, welche Page hat die höchste die höchste Click-through, Add-to-Cart-Rate und auch welche CM3, das heißt, darüber kriege ich die Entscheidung, hey, wenn ich jetzt eine Ad baue, schicke ich sie zur Collection-Page oder schicke ich sie zur PDP? Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns alle regelmäßig stellen, oder? Und mit Tools wie Admetrics kannst du halt relativ klare Entscheidungen treffen, die datenbasiert sind, und das hatte mir gefehlt und habe ich mit euch gefunden. Danke. Und wo liegt deiner Meinung nach der größte Vorteil von Admetrics? Die Transparenz und die Datenmenge an KPIs, die wir haben. Und ich glaube auch, dass die Server-to-Server-Connection sehr relevant geworden ist, da wir auf eurem Pixel auch mit optimieren. Weißt du konkret, welche Auswirkungen Admetrics an sich auf euer Business hatte? Kannst du das quantifizieren? Safe. Also wir sind die letzten 4-5 Monate, hatten wir kaum noch einen Tag, wo wir
nicht profitabel waren. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten KPIs, weil ich habe schon öfters auf LinkedIn auch berichtet, dass ich auf CM3 optimiere, das heißt auf Profit. Wir sind bootstrapped und haben halt nicht unbegrenzt Geldmittel, um Awareness zu machen und 100 Touchpoints mir einzukaufen und dann meinen Customer Lifetime Value den Investor präsentieren. Ich muss vom ersten Kauf an profitabel sein und deswegen ist es so wichtig, die richtigen Tools zu haben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich denke, das ist etwas, was meiner Meinung nach jedes Geschäftsmodell tun sollte. Ich weiß, es tut nicht jeder, wahrscheinlich nur die großen Player, aber das ist etwas, wo jeder Zugang zu haben sollte, genauso wie gute Bildung meiner Meinung nach. Also von daher bin ich gespannt, wie es mit Admetrix weitergeht. Welche Insights könnt ihr außerdem noch aus Admetrix ziehen, die euch wirklich dabei helfen, eure Marketingaktivitäten und Strategien besser zu planen? Ja, auf jeden Fall, auf welche Produkte wir von uns fokussieren sollten, wo wir den höchsten Profit haben. Wir können dadurch bessere Preisentscheidungen treffen. Fürs AB-Testing nutzen wir die Landingpage-Seite, wo wir uns anschauen, welche Landingpage welche Add-to-Cart-Rate hat, wie profitabel sie sind, um so schneller Hypothesen für die AB-Testings zu bauen, weil das auch ein super relevanter Schritt ist. Wir wissen alle, gute Hypothesen zu erstellen, kostet viel Zeit. UX ist eine Sache, aber Data Science ist die andere. Und wenn du Data Science machen möchtest, brauchst du ein Tool, und das ist nicht Google Analytics, das ist ein Tool, das deine Multi-Channels zusammenfasst und ganz genau weiß, was auf dem Markt gerade für deine Marke los ist, und dementsprechend, das sind einige. Wie optimiert ihr ganz konkret die Creatives mit Admetrix? Welche KPIs guckt ihr euch da an? Bei den Creatives ist es tatsächlich so, dass wir nicht dem folgen, was der Markt sagt, und zwar die Thumbstop-Rate, optimiere auf die Thumbstop-Rate, weil wir unglaublich viele Cases haben, wo wir eine Thumbstop-Rate von 7-8% haben und eine Thumbstop-Rate von 30, 40, 50%, und heißt nicht unbedingt, die funktioniert gar nicht. Das ist keine KPI, auf die man achten sollte. Man muss holistisch raufschauen oder man optimiert auf den Profit. Aber eine Formel zu finden, worauf du optimieren kannst, ist genauso wie ein ROAS-Button, meiner Meinung nach. Wem würdest du Admetrix empfehlen? Ich würde Admetrix jedem E-Commerce-Unternehmer empfehlen, der, ja, sagen wir mal, 300-400 Euro am Tag spendet. Eigentlich schon ab 100 Euro am Tag, je nachdem, wie euer Preismodell aufgebaut ist. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Skaliert mit dem Adspend. Auf jeden Fall jeder, der wirklich datengetriebene Entscheidungen treffen möchte für sein Geschäftsmodell, ab dem Punkt, wo du selber weißt, hey, ich möchte datengetriebene Entscheidungen machen, schau dir Admetrix und andere Tools an. Cool. Danke, Enis. Dankeschön. Hat mich gefreut. Ebenso. Cool.